Also man merkt den Unterschied deutlich. Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Let's Drive. Und damit ihr seht, was wir fahren, gucken wir uns das einmal draußen an. Wir fahren heute einen Jaguar 69 Terra Truck mit einer 6 Meter Clayton Drill. Und ich wollte euch zu Beginn gleich mal mit diesem Aufstieg mitnehmen. Der ist ein bisschen anders als bei einem ganz gewöhnlichen Standardschlepper. Machen wir mal die Tür zu, klappen Lenkrad ran, legen Vorwärtsgang ein und dann geht die Fahrt ab. Leute, ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen. Wir haben heute den ganzen Tag schon hier Aufnahmen gemacht. Musste gucken, wann ich euch das Let's Drive hier zwischenschiebe. Und ja, fangen erst mal an, kommen wir ganz entspannt zu der Maschine. Wie ist das Ganze aufgebaut? Lenkrad, vorwärts, rückwärts, neutral, Parkstellung. Können wir aber auch hier am Joystick machen. Den Joystick kennt ihr sicherlich aus dem Jaguar schon. Das Display an sich auch ist ähnlich einfach aufgebaut wie auch aus dem Jaguar. Also das sollte im Prinzip bekannt sein. Und es ist auch so ziemlich selbsterklärend. Auch wenn hier Funktionen anders sind. Aber man tippt hier auf Getriebe, kann sich hier durchscrollen, kann alles anpassen. Auch entsprechend hier Punkte, die man verändern möchte, einfach anklicken. Fertig. Hier auch Tempomat in den verschiedenen Stufen, Einstellungen. Ganz einfach und simpel. Wir haben hier noch ein S10-Terminal drauf von Claas. Gehört ja so ein bisschen zu der alten Generation, wird ja in Zukunft abgelöst. Und wir fahren mit RTK Autopilot, sind hier an der Aussaat. Wir drillen Weizen nach Mais. Das Vorgewinde ist ein bisschen matschig, das werden wir die nächsten Tage drillen, wenn das ein bisschen abgetrocknet ist, weil es hier auch unter den Bäumen relativ wenig trocknet. Drillen wir im Prinzip nur die Hauptfläche. Die hat vernünftige Bedingungen, alles andere müssen wir im Prinzip nachholen. Ja, wir haben hier eine 6 Meter Clayton hinter. Da denke ich mal, ist der Kollege nicht die ganze Zeit am Limit, aber teilweise zieht es sich doch relativ schwer. Also was müssen wir machen, wenn wir im Prinzip im Vorgewende reinfahren? Wir drücken hier die Autopilot-Taste, tippen hier einmal die grüne Steuereinheit an, dann geht das Ganze nach unten und dann im Prinzip Tempomat. Ich könnte natürlich mir auch das auf die Sequenz legen oder auf die F-Tasten, aber ich muss sagen, ich komme mit Grün auch ganz gut klar. Habe es mir alternativ aber auch hier auf die Sequenz gelegt gehabt. Wie fährt sich der gute Kollege? Unfassbar ruhig. Also der liegt sehr, sehr sanft auf dem Acker. Ihr merkt das vielleicht selber. Wir haben kaum Erschütterung. Wir haben so ein bisschen Wellen drin. Kommt natürlich auch ein bisschen was von der Vorderachse. Ich persönlich empfinde ihn als laut. Also ich habe das Gefühl, dass das Getriebe laut ist. Nach diesem Bearbeitungsgang wird entsprechend noch gewalzt. Dann kriegen die Stängel noch ein bisschen ein mit. Zwecks Zünslerbekämpfung. Wir haben hier sehr flach gehäckselt. Die meisten Stoppeln sind auch aufgesprungen. Hier auf dem Stück war tatsächlich gar kein Zünslerbefall. Also falls ihr das so ein bisschen seht, die meisten Stängel sind halt aufgesprungen, aufgespleist. Und dann walzen wir am Ende jetzt hier noch einmal mit einer Güttlerwalze rüber. Und dann sieht das Ergebnis hervorragend aus. Das konntet ihr auch schon mal in eins meiner Videos sehen. Da haben wir das Ganze auf der anderen Seite gemacht. Da haben wir den Versuch angelegt mit der Primera, Tiger Drill und Clayton Drille.
meisten überrascht hat mich der Wendekreis. Ihr seht selber, wie schön eng der rumkommt. Fürs Feld gibt es eine entsprechende Funktion, dass die Raupenlaufwerke mitlenken. Also dass sie entsprechend ihre Geschwindigkeit anpassen, rechts, links, je nachdem, welches schneller, welches langsamer laufen muss. Und das macht enorm viel. Also diese Funktion können wir hier unter Getriebe TerraTrak ein- und ausschalten. Und das muss man wirklich sagen, das ist Bombe. Also man merkt den Unterschied deutlich. Können wir auch sagen, wie doll er mitlenken soll. Aber das merken wir doch sehr doll. Das ist ein sehr, sehr positiver Effekt. Ich fahre jetzt hier aktuell immer ungefähr jede zweite Bahn, drehe am Vorgewende alleine. Er könnte und würde sicherlich auch automatisch umdrehen, aber in vielen Dingen ist man selber noch schneller beim Umdrehen. Gerade auf so einem kleinen Stück hier, wir haben hier 8 Hektar, ziemlich keilig verwinkelt, da vorne kommt noch eine Hausecke. Da können wir natürlich alleine deutlich einfacher, schneller umdrehen. Die Clayton arbeitet jetzt hier 16 cm tief und macht dann auch noch mal eine entsprechende Bandsaat. Also ganz so leicht zieht sich die Drillmaschine doch nicht.
Ja, ihr merkt selber, es ist ganz entspanntes Arbeiten. Natürlich gehört es inzwischen heutzutage dazu, bei der Aussaat einen Autopilot zu haben, in den Breiten und in den Größen, in denen wir uns hier bewegen. Warum? Weil wir einfach Kraftstoff sparen, weil wir Saatgut sparen und auch Zeit, weil wir entsprechend keine Überlappung mehr haben. Wir fahren wirklich auf den Zentimeter genau. Hier unten seht ihr die Abweichung, da sehen wir, haben wir gerade 0, 1, 2, 3 Zentimeter mal Abweichung und das war es dann auch. Also so exakt fahren wir und das ist natürlich von Menschenhand gar nicht möglich, so genau zu fahren. Egal, was jetzt alle behaupten, wie gut sie per Hand fahren können, das bekommt keiner in dem Sinne so hin. Vielleicht für einen ganz kleinen Moment, aber nicht ihr für ein paar Hektar oder für den ganzen Tag. Das mag ich bezweifeln. Und dadurch braucht man natürlich halt deutlich weniger Saatgut und auch Kraftstoff. Weil am Ende sind es doch 1, 2 Bahnen, die wir nicht überfahren müssen. Nanu? Ganzes Kameraequip zu. Ich übernehme den Tempomat im Prinzip, indem ich das Fahrpedal einmal durchtrete oder durchdrücke und habe im Prinzip das Fahrpedal auf dieselbe Geschwindigkeit gestellt, wie der Tempomat auch ist. Also ich habe hier 3 Fahrbereiche, in denen ich arbeiten kann. 40 km/h, dann glaube ich 22 km/h und ich habe mir den letzten jetzt auf 12 gestellt, auf 11 ist der Tempomat. Das heißt, ich kann das Fahrpedal einfach komplett durchdrücken und übernehmen damit. Und wenn ich dann sachte loslasse, reduziere ich auch die Geschwindigkeit.
hinten sieht es aber jetzt stark nach Regen aus. Also ich denke, morgen geht bodenbearbeitungstechnisch hier bei uns gar nichts. Man muss sagen, das TerraTruk-Laufwerk hat schon sehr, sehr positive Eigenschaften. Also man merkt auf jeden Fall den Fahrkomfort. Man schwebt förmlich über den Acker. Dann hat man fast gar keinen Schlupf. Also das bewegt sich im Bereich von maximal 5%, würde ich sagen. Also die Kraft in Übertragung ist enorm gut. Und wir haben natürlich auch eine entsprechende Straßenbreite. Ne? Das heißt, im Prinzip ist ja das hier das Pendant zu Zwillingsbereifung, einfach weil wir dann mehr Aufstandsfläche haben. Wir wollen eine bessere Kraftübertragung. Wir haben mehr Bodenschonung. So. Und nicht überall kann man ja mit Zwillingsbereifung fahren, auf der Straße oder muss permanent umbauen. Und dann ist halt so ein Raupenschlepper genau das Richtige, weil wir haben im Prinzip eine wunderbare Transportbreite, eine Straßenbreite, haben aber eine riesengroße Aufstandsfläche im Verhältnis zu einem normalen Rad und auch dementsprechend bessere Traktion. Das heißt, wir haben bessere Dieselwerte, haben bessere Bodenschonung und wir haben ein besseres Straßenmaß. Natürlich ist das Ganze nur was, wenn man nicht damit Transport fahren muss. Klar, in Werbevideos wird damit Transportfahren gefahren und das sicherlich geht auch alle Male, aber der Verschleiß ist natürlich enorm von einem Bandlaufwerk gegenüber einem Rad. Das ist so, gerade in Kurven fahren und so ein Bandlaufwerk, so ein Gummilaufwerk, das kostet natürlich auch eine Menge, wenn man das einmal erneuern muss. Also das Ding ist halt im Prinzip etwas für Betriebe, die nur ganzjährig auf dem Acker unterwegs sind. Klar gibt es auch Betriebe, die fahren damit auf dem Silo. Keine Frage, das gibt's. Das fährt hier auch in der Region jemand. Hat alles sein Für und Wider. Kostentechnisch ist natürlich die Zwillingsvariante immer die günstigere. Wenn die aber überall nicht nötig ist oder möglich ist, dann ist das natürlich hier eine sehr, sehr gute Alternative. Kostet aber auch entsprechend mehr. Die Problematik ist einfach, die immer mehr die neuen Schlepper haben. Sie wiegen einfach immer ein bisschen mehr als die Vorgängerversion, weil sie eigentlich immer mehr Leistung mitbringen. Und irgendwo ist der Punkt halt, wo sie diese Leistung nicht mehr auf den Boden kriegen. Da ist ein Rad halt schlichtweg am Ende, weil dann die Kraftübertragung nicht mehr möglich ist. Und da kommt halt der Punkt der Raupenlaufwerke ins Spiel. Deswegen sind die so interessant, weil sie halt die Aufstandsfläche massiv vergrößern und wir dann eine deutlich bessere Traktion im Bodenschoner erreichen. Das ist halt immer der springende Punkt. Deswegen sieht man vermehrt halt auf diese großen 400, 500 PS-Klassen immer mehr das Raupenlaufwerk. Wir können noch mal zum Spritverbrauch gucken. Wir waren heute Morgen bei 13 Liter auf dem Hektar. Wir haben heute natürlich sehr viel, nicht Pause. Wir haben hier heute sehr viel gefilmt und ja, da stand die Maschine und fahr doch noch mal so und fahr doch noch mal so und fahr mal kurz langsamer. Das kostet natürlich auch letztendlich ein bisschen Kraftstoff, keine Frage. So, wo sind wir? 14,1 Liter auf dem Hektar. Wie gesagt, heute Morgen waren wir bei 13 Liter auf dem Hektar.
vergessen, Tempomat zu drücken. Ja, da drüben ist die Tigerdrill, die wird jetzt nochmal befüllt. Die fährt dann zum nächsten Stück. Wir haben relativ viel Zeitdruck inzwischen. Wir sind am Dienstag fertig geworden, heute ist Donnerstag. Und wir haben noch, ich glaube, 120 Hektar zu drillen. Sonntag machen wir uns schon auf den Weg nochmal zum nächsten Kunden Mais häckseln. Bis dahin hätte ich das gerne fertig gehabt. Und wir haben den 14. Oktober. Ja, auch so eine kurzen Enden haben wir bei uns hier, ne? Klar, das Stück an sich hat 8, 9 Hektar, aber auch hier vorne so eine kleinen kurzen Enden haben wir natürlich auch gar keine Frage. Teilweise noch kleiner und noch kürzer. So, einmal kurz Telefon gehabt. Jetzt geht's hier weiter. Also, Regen kommt immer dichter. Ich glaube, gleich ist wieder Schluss für heute.
sind wir an der letzten Bahn angekommen. Soll es das gewesen sein, Leute. Vielen, vielen Dank erstmal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch gefallen. Und schreibt doch sonst gerne mal in die Kommentare, von was ihr gerne nochmal wieder ein Let's Drive sehen wollt. Und dann bis demnächst, Leute. Ciao, ciao.